Ich habe Andi getroffen. Was? Warum? Ich bin mir sicher, er liebt dich immer noch. Du musst um euch kämpfen, bevor es zu spät ist. Andi und du, ihr gehört zusammen. Was ist denn? Ich kann das nicht. Aber wieso? Was ist denn los? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich bin einfach nicht mehr in der Stimmung. Es tut mir leid. Aber vor einer Minute, da hast du doch noch Ja, gesagt... ich weiß, aber es ist gerade alles ein bisschen zu viel für mich. Wovon redest du? Hast du Probleme in der Redaktion? Ach, nein, aber diese ganze Romantiknummer hier, das ist doch einfach nur lächerlich. Lächerlich? Du findest uns lächerlich? Ja. Nein. Aber Sebastian, wie soll ich einen auf glücklichen Hochzeitstag machen, wenn ich nicht glücklich bin? Es tut mir leid, so war es nicht gemeint, aber die Probleme, die wir in letzter Zeit hatten, ich kann das nicht einfach so vergessen. Ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. Ich auch nicht. Ich kapier nicht, warum du ausgerechnet jetzt damit kommst. Weil ich es mit eigenen Augen gesehen habe. Andi liebt dich immer noch. Seit wann interessiert dich das? Ich hab's verstanden. Ich kann dich endlich loslassen. Du und Andi, ich will's wieder gut machen, ehrlich. Es ist zu spät. Nein, ihr liebt euch immer noch. Und die Welt hat sich weitergedreht. Andi ist jetzt mit Miriam zusammen. Ich habe sein Vertrauen zerstört. Es lässt sich nicht so einfach zusammenkleben wie eine kaputte Schachfigur. Tristan, das ist gerade für dich angekommen. Der Haftbefehl. Wir werden versuchen, für dich Haftverschonung zu erwirken. Dann kannst du bis zur Verhandlung zu Hause bleiben. Genau. Nicht, dass der arme Tristan bei Wasser und bei Brot eingeschlossen ist. Du willst zu deinen Fehlern stehen, bis ich nicht lache. Ich weiß, diese Kinderwunschgeschichte, da habe ich dich vielleicht zu sehr unter Druck gesetzt. Nein. Ich will auch ein Kind mit dir. Und dass ich die Pille weiterhin genommen habe, das war nicht fair. Seit diesem Kinderthema ist bei uns einfach der Wurm drin. Vielleicht haben wir uns einfach ein Stück weit auseinandergelebt. Meine Arbeit? Aber ich habe mich doch schon gebessert. Viele Aufgaben delegiere ich doch inzwischen. Hey, und wenn du willst, trete ich noch kürzer. Ich werde es nicht zulassen, dass meine Arbeit unsere Ehe zerstört. Ich will dich nicht verlieren. Das wirst du auch nicht. Ich brauche einfach nur ein bisschen Zeit für mich. Du willst eine Auszeit? Nein. Ich brauche einen Moment für mich, um nachzudenken. Okay. Es tut mir leid. Am meisten freue ich mich auf meinen Bruder. Gregor und Luise. Hoffentlich ist sie nicht zu schwanger für die Reise. Vielleicht kommen sie ja schon zu viert. Oh, hast du eigentlich schon Stella? Ja, bei ihren Kyla schicken wir lieber eine E-Mail. Wer weiß, wo die sich gerade wieder rumtreiben. Was ist denn eigentlich mit deiner Cousine? Olivia. Schade, dass ich ihre neue Adresse in L.A. nicht habe. Dann würde ich glatt eine Ausladung schicken. Ich will mir gar nicht vorstellen, was gewesen wäre, wenn dieser Test positiv ausgefallen wäre. Und wenn nur einer von uns HIV gehabt hätte? Dann würden wir trotzdem hier sitzen und unsere Hochzeit planen. In guten wie in schlechten Zeiten. Na, die Planung weitergedient? Wer steht denn auf der Gästeliste? Auch meine Lieblingsschwester? Du hast eine Schwester? Ja, ich bin Ollis Tante, erinnerst du dich? Und nein, dein Bräutigam wurde nicht vom Klapperstorch gebracht.
Naja, so oft wie Olli von seiner Mutter redet, da könnte man das schon meinen. Ja, Ne? du weißt auch genau wieso. Die Geschichten haben alle kein Happy End. Die gute alte Henriette, das wird ein amüsantes Wiedersehen. Spinnst du? Die steht definitiv auf der schwarzen Liste. Wir haben eine schwarze Liste. Ja, jetzt schon. Es ist deine Hochzeit. Eben, und da hat die nichts verloren. Schade. Ich wüsste ja schon gern, von wem du deine strahlenden Augen hast. Von mir natürlich. Kein Wort zu meiner Mutter, klar? Ja. Würden Sie den bitte schon zum Wagen bringen? Ich möchte mich noch in Ruhe von meinem Enkel verabschieden. Sie haben noch genug Zeit, Contessa. Gräfin Lahnstein wollte nicht vor 1 zum Flughafen aufbrechen. Danke. Oh, dein Schnürsenkel ist auf. Den musst du mal ganz gut zubinden, sonst stolperst du. Gibt es überall Kanarenvögel, wo wir hinfahren? Papa hat angerufen, ob es dir gut geht. Ja, mir geht's gut. Ich würde jetzt auch lieber in die Sonne fliegen, als zu arbeiten. Tja, ich würde jetzt auch lieber in Italien sein. Oh, das ist eine gute Idee. Ein paar Tage Erholung täten Ihnen sicher gut. Hallo, Lydia. Danke, gleichfalls. Gute Reise, Hannes, und grüß mir das Meer. Wenn du zurückkommst, ist dein Papa bestimmt auch schon wieder da. Hm? Aber irgendwas Nettes muss sie doch haben. Ist doch schließlich deine Mutter. Wenn du Intoleranz und Besserwisserei nett findest, Du hast mir noch nicht viel von ihr erzählt. ja, besser ist das. Weißt du, was sie gesagt hat, dass ich mein Coming-out hatte? Das musst du behandeln lassen, Oliver. Das ist nicht normal. Falls du dich erinnerst, mir ist das damals auch nicht leicht gefallen. Mann, deine Mutter hat wahrscheinlich einfach Angst, dass du es... Ach, meine Mutter interessiert nur, was die Leute sagen. Die Nachbarn, Freunde, der Dackelclub. Um mich ging's ihr nie. Warum kann die nicht ein bisschen sein wie Charlie? Komisch, dass die beiden so verschieden sind. Meine Mutter ist immer nur in Meppen geblieben. Und ihr geistiger Horizont auch. Aber vielleicht hat sie sich auch geändert. Mann, wie sagt man? Manche Menschen werden altersmilde. Olli, das weißt du doch gar nicht. Mann, wir leben in einer ganz anderen Zeit. Wir haben sogar einen schwulen Außenminister. Das ist doch alles viel normaler geworden. Aber nicht für Henriette Thatcher. Was nicht in ihr enges Weltbild passt, das darf nicht sein. Und deshalb will ich sie definitiv nicht auf meiner Hochzeit haben. Aber du heiratest... Christian, ich gehe jetzt kurz vorhin. Und wenn ich zurückkomme, dann reden wir bitte über was anderes, ja? Hey, Helena. Du hast nicht zufällig Lydia gesehen? Tristan hat einen Haftbefehl bekommen. Wann? Vorhin erst. Ich habe mir schon gedacht, dass sowas kommt. Nachdem er sich selbst angezeigt hat. Bemitleidest du ihn etwa auch? Wieso denn auch? Papa will den Haftrichter davon überzeugen, dass Tristan zu Hause besser aufgehoben ist. Das ist er ja auch. Er ist sogar bereit, eine Kaution zu zahlen. Dabei gehört Tristan ins Gefängnis. Helena, was Tristan dir angetan hat, das ist unentschuldbar. Aber im Gefängnis, da wird sicher auch kein besserer Mensch aus ihm. Der macht mir mein ganzes Leben kaputt und soll einfach so unbehelligt davonkommen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Helena? Ich will, dass er seine gerechte Strafe kriegt, so wie jeder normale Mensch auch. Nur weil er in Lahnstein ist, steht er nicht über dem Gesetz. Das solltest gerade du als Anwalt wissen. Ja, natürlich. Dann sprich mit Papa. Worüber soll Sebastian mit mir sprechen? Über Tristan. Helena denkt... Danke, ich mach das schon selbst. Hast du eine Minute? Ja, brauchen wir nicht hier. Komm. Ist Olli schon weg? Ja, Mädchenblase. Ah, ich dachte, ihr hättet gestritten. Auf das Thema Mutter reagiert er nämlich ziemlich allergisch. Habe ich gemerkt. Ist sie eigentlich wirklich so schlimm? Ja, Olli hat nicht übertrieben. Meine Schwester ist die Spießigkeit in Person. Ja, aber trotzdem, es geht um unsere Hochzeit. Da kann man sich auch mal zusammenreißen. Beide Seiten. Tu's nicht. Du wolltest sie doch heimlich einladen, stimmt's? Ja, ich will einfach nicht, dass er was bereut. Es soll der schönste Tag in seinem Leben werden. Ich will, dass es ihm gut geht. Ja, dann hör auf, drüber nachzudenken. Meine Schwester holt man sich wirklich nicht freiwillig ins Haus. Es sei denn, man will eine stressige Feier mit viel Krach. Na, hast du Charlie bequatscht? Nein. Ja. Ich habe es ihm ausgeredet. Gut, denn sie ist und bleibt auf der schwarzen Liste.
Ja, okay, es war ja nur eine Idee. Eine blöde Idee. Ja. Ich will schließlich eine unvergessliche Hochzeit. Dann sollten wir Henriette vielleicht doch einladen. Entschuldigung. Elena, ich verstehe dich ja. Dann geht Tristan also ins Gefängnis. Davon wird es doch auch nicht besser. Das habe ich ihr auch schon versucht zu erklären. Hauptsache, ihr seid euch einig, hm? Tristan hat dir Schreckliches angetan und er soll nicht ungestraft davonkommen. Er hat sich selbst angezeigt. Warum willst du ihn decken und vor den Konsequenzen bewahren? Weil ich weiß, wie es im Gefängnis zugeht. Das möchte ich ihm ersparen. Er würde in Untersuchungshaft sitzen. Das ist ja wohl kaum dasselbe wie Gefängnis. Tristan ist krank und labil. Was er jetzt braucht, das ist eine Therapie und keine Abschreckungsmaßnahme. Ja, wenn er verurteilt wird und ins Gefängnis kommt, das könnte ihn noch mehr zerstören. Du hast es auch überlebt. Tristan ist krank. Na toll. Jetzt weiß ich wenigstens, auf wessen Seite er steht. Helena! Ich hätte nie gedacht, dass mir Tango so einen Spaß macht. Naja, zuerst sah es auch nicht so aus. Mit Matthias war das eine eher etwas, sagen wir, steife Veranstaltung. Papa war noch nie ein großer Tänzer. Aber mit Konstantin, das hat so viel Spaß gemacht. Ich konnte überhaupt nicht genug bekommen. Ja, und dann sind wir im No Limits gelandet und da habe ich dann komplett die Zeit vergessen. War er gar nicht sauer? Kein Stück, im Gegenteil. Er hat sich für mich gefreut, dass ich so einen tollen Abend hatte. Ach, ich habe einfach den tollsten Mann der Welt. Oh Gott, Lydia, was ist denn los? Wir haben heute Hochzeitstag. Und ich wollte alles richtig machen und Sebastian hat sich auch solche Mühe gegeben. Aber? Ich habe alles versaut. Willst du darüber reden? Egal, was es ist, du und Sebastian, ihr schafft das. Ihr habt schon ganz andere Sachen zusammen geschafft. Ihr gehört einfach zusammen. Ich habe Sebastian betrogen. Die sehen wirklich toll aus. Klasse Design. Ja, stimmt. Hast du gut ausgesucht. Damit ist ja wohl endgültig bewiesen, wer von uns beiden den besseren Geschmack hat. Ja, ich natürlich. Ich bin ja auch mit dir zusammen. Oh. Jetzt müssen wir nur noch Ja sagen. Ja. Sieh mal zu, dass du dich nicht versprichst. Wie keine Versprechen und was ist mit in guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod euch scheidet? Was ist los? Gregor konnte sich nie mit unserem Vater versöhnen, weil er einfach zu früh gestorben ist. Und Gregor bereut das bis heute. Christian, ich habe jahrelang versucht, es meiner Mutter irgendwie recht zu machen. Aber ich kann dir nun mal keine Schwiegertochter bieten. Und keinen Enkel. Aber vielleicht ist dir das ja inzwischen egal. Ich find's wirklich toll, dass du dich so sorgst, aber... Glaub mir, es ist wirklich besser, wenn Henriette nicht zur Hochzeit kommt. Wir würden uns nur streiten. Pauli, ich wäre froh, wenn meine Mutter noch leben würde. Ich würde mich gerne mit dir streiten. Aber ihr habt euch nicht öfter getroffen. Weiß noch jemand davon? Ich meine, außer mir? Ludwig. Sebastians Vater? Und Tanja. Oh. Sie haben es irgendwie mitbekommen. Da weiß man gar nicht, wer der schlimmere Mitwisser ist. Obwohl, nee, das ist eindeutig Tanja. Sie werden Sebastian nicht sagen. Ludwig weiß, dass es nur eine Affäre, ein Ausrutscher war. Und er meint, ich soll meine Ehe nicht aufs Spiel setzen. Bei Tanja bist du dir auch sicher.
Ist es ein Kollege aus der Redaktion? Kenne ich ihn überhaupt? Und ihr habt wirklich nur das eine Mal. Ich habe keine Gefühle für diesen Typen. Ich liebe Sebastian. Aber irgendwas muss dir ja fehlen, Lydia. Ehrlich gesagt, du bist die Letzte, der ich das zugetraut hätte. Danke, Nathalie. Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe. Aber was soll ich denn jetzt machen? Soll ich ihm doch die Wahrheit sagen? Ich kann doch nicht jedes Mal zusammenbrechen, wenn ich neben ihm im Bett liege. Wenn die Affäre vorbei ist und du Sebastian wirklich liebst, dann behalte die Sache für dich. Ja, das hat Ludwig auch gesagt. Er ist der Ansicht, ich darf meine Ehe nicht gefährden. Sebastian wird mir das nicht verzeihen. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht tun. Du hast ihm schon was ganz anderes verziehen. Ja, aber das... Lydia, das Beste, was du jetzt machen kannst, ist nach vorne zu schauen. Krisen sind dazu da, um beseitigt zu werden. Macht was Schönes, lernt euch neu kennen und vor allem nehmt euch viel Zeit miteinander. Ihr packt das schon. Hm? Stand up straight at the foot of your love. I lift my shirt up. Stand up straight at the foot of your love. I lift my shirt. Der macht mein ganzes Leben kaputt und soll einfach so unbehelligt davon kommen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich will, dass er seine gerechte Strafe kriegt, so wie jeder andere normale Mensch auch. Nur weil er ein Ladenstein ist, steht er nicht über dem Gesetz. I never married, but Ohio don't remember me. Also ich werde die Sache jetzt selbst in die Hand nehmen. Ich werde den Haftrichter anrufen und darauf plädieren, dass keine Flucht- und Verdunklungsgefahr besteht. Ja, natürlich. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, dass nach Aussage des Therapeuten Tristan große Fortschritte macht, die durch einen Gefängnisaufenthalt gefährdet wären. Richtig. Ja, Kontinuität ist jetzt sehr wichtig für ihn. Also gut, ich rufe jetzt den Haftrichter an. Das wirst du nicht tun. Tristan. Du musst hier nicht den Märtyrer spielen. Das Gesetz ist auf unserer Seite, wenn wir die U-Haft aussetzen wollen. Das ist mir egal. Hey, du bist durcheinander. Und du bist psychisch angeschlagen. Tristan, du hast dich selber angezeigt. Das beweist, dass du deine Fehler einsiehst. So funktioniert das nicht. Aber was bringt es Hört denn? endlich auf, euch meinen Kopf zu zerbrechen. Ihr helft mir am meisten, wenn ihr euch einfach nicht mehr einmischt. Sebastian? Da bist du ja. Es tut mir leid wegen vorhin. Ich hätte nicht einfach so wegrennen sollen. Geht's dir jetzt besser? Ich kann verstehen, wenn du Zeit für dich brauchst. Trotzdem, wir schaffen das. Unsere Ehe ist unkaputtbar. Das hoffe ich. Und du wirst doch wieder glücklich. Ich bin glücklich. Meistens. Nur heute Mittag ist einfach alles wieder hochgekommen. Der ganze Stress, den wir in den letzten Monaten hatten. Ich weiß, aber wir lassen es ganz langsam angehen. Soll ich das Essen zu unserem Hochzeitstag absagen? Und auf Steak mit gratinierten Kartoffelplätzchen verzichten? Auf keinen Fall. So. Das sind die letzten. Alle eingeladen. Oder doch nicht? Ich mache dann Feierabend. Okay, dann
Viel Spaß. Tschüss. Bist du dir sicher? Hey, vielleicht wird's ja gar nicht so schlimm. Das bezweifle ich. Im Notfall hast du ja immer noch mich. Miriam, nimmst du den Brief hier noch mit und wirfst ihn gleich ein? Der muss heute noch weg, okay? Klar. Tschüss. Tschüss. So. Da wir nun vollzählig sind, würde ich gerne... Zum Glück nicht ganz. Auf bestimmte Menschen kann ich zurzeit gut verzichten. Hast du denn inzwischen was von Rebecca gehört? Gefällt es dir in Barcelona? Ich denke gut, aber gemeldet hat sie sich noch nicht, aber das ist ein gutes Zeichen. Ein bisschen Abstand von Ihrem alten Herrn. Wird dir ganz gut tun. Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Ein Jahr ist vergangen und ich muss euch etwas gestehen. Ich habe mich verknallt. So richtig. Und zwar in die wohl tollste Frau, die sich ein Mann nur wünschen kann. Auf dich, Lydia. Ja, auf die tollste Ehefrau. Ja, auf euch. Auf den tollsten Ehemann. Eine bessere Schwiegertochter hätte ich mir nicht wünschen können. Auf das schönste Paar. Entschuldigen Sie bitte, Graf Lahnstein. Was ist denn, Justus? Sie werden in der Halle erwartet. Es geht um Ihren Sohn. Entschuldige bitte, Lydia. Muss ich Sie auffordern, mitzukommen? Da Sie sich selbst angezeigt haben, können wir auf die Handschellen verzichten, denke ich. Einen Moment, bitte. Sebastian von Lahnstein, ich vertrete meinen Bruder Tristan von Lahnstein in dieser Sache. Lass gut sein, Sebastian. Tristan! Es ist meine Entscheidung. Also haltet euch da raus.